Heute will ich über die USA sprechen, wie interessant es ist und wie es war, als Kind hierhin zu ziehen. Als ich 10 war, habe ich Deutschland verlassen und bin in die USA gezogen. Also als jemand, der kein Englisch gesprochen hat und nichts über die USA wusste, außer diese Autowerbungen bei den Bergen und High School Musical, werde ich mit euch einige meiner Kulturschocks teilen. Mein erster Tag hier habe ich schon was Merkwürdiges bemerkt. Es gab amerikanische Flaggen überall. Überall. Und ich hatte keine Ahnung warum. Es gab keine Feiertage oder irgendwelche Ereignisse für diese Flaggen, also war ich wirklich verwirrt. Es war wirklich komisch, auf einmal so viele Flaggen zu sehen für keinen besonderen Grund. Wenn ihr nicht wisst, die deutsche Flagge taucht nur alle 4 Jahre auf in Deutschland. Ein Scherz, aber wirklich, in meiner Kindheit habe ich die deutsche Flagge nur während der Weltmeisterschaft gesehen. Wenn du einfach auf der Straße läufst, an einem normalen Tag und du siehst eine deutsche Flagge, du sollst abhauen. Nee, brauchst du nicht. Aber es ist schon sehr, sehr komisch. Also jetzt verstehe ich natürlich, warum die Flaggen überall in Amerika sind. Ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Leute hier richtig patriotisch sind. So patriotisch, dass sie es in ihren Kindern vermitteln. Und ich habe eine Geschichte dafür und ich werde es euch später erzählen. Aber erst will ich über meinen Kulturschock reden, den ich bekommen habe mit der Schuluniform. Ich war wirklich nervös, zum ersten Mal hier zur Schule zu gehen. Wie gesagt, das Einzige, was ich über die amerikanischen Schulen wusste, war High School Musical. Und ich hoffe, wir wissen alle hier, dass es nicht die Realität ist, aber als eine 10-Jährige wusste ich es nicht. Und ich war wirklich enttäuscht, als ich es herausgefunden habe. Ich war nervös, aber auch ein bisschen aufgeregt, weil ich eine Schuluniform tragen konnte. Es hört sich nicht so aufregend an, aber in Deutschland habe ich keine Schuluniform getragen und ich dachte, ich würde eine sehr süße Schuluniform haben. So ein Rock, ein Blazer, vielleicht so eine Krawatte oder eine Schleife. Das habe ich gedacht. Es war nicht so. Weißt du, zumindest waren die Farben nicht schlimm. Aber dann kam Middle School und war das hässlich. Ich würde euch Bilder zeigen, aber eins, es würde sagen, wo ich hingegangen bin und zweitens, Gott sei Dank habe ich keine Bilder mit meiner Schuluniform. Aber zumindest haben Filme mich in einer Sinne für die Schuluniform vorbereitet. Aber nichts konnte mich vorbereiten für das nächste. An meinem ersten Schultag habe ich was erlebt, was ich noch niemals in meinem Leben zu der Zeit gesehen habe. Vor der Schule jeden Tag mussten alle Schüler sich im Schulhof anstellen. Also an meinem ersten Tag war ich im Schulhof und habe mich angestellt. Die Schulglocke hat geklingelt und dann kamen alle Lehrer. Hier dachte ich, dass die Lehrer kommen, um uns sofort zum Klassenzimmer zu führen. Aber auf einmal wurde was gesagt. Ich hatte keine Ahnung was, weil ich kein Englisch gesprochen habe. Aber dann schauten alle Schüler nach vorne zu der amerikanischen Flagge, die dort war, Hand auf ihrem Herzen und haben alle gleichzeitig auf einmal was rezitiert. Ich stand dort wirklich verwirrt und ein bisschen besorgt. Ich meine, es waren Reihen von Schülern. Alle standen still, schauten auf die amerikanische Flagge mit einer Hand auf dem Herz.
wenn du daran denkst, ein bisschen unheimlich. Besonders, wenn du aus Deutschland kommst. Du wirst sowas nie in Deutschland sehen. Und wenn du es doch einmal siehst, solltest du in die andere Richtung rennen. Und das ist kein Scherz. Wie ich am Anfang des Videos gesagt habe über Flaggen und wie patriotisch Leute sind und wie sie es Kindern vermitteln, das ist es. Die Schüler hier rezitieren jeden Morgen vor der Schule die Pledge of Allegiance. Was habe ich hier gelernt? Dass die Leute hier ihr Land wirklich, wirklich lieben. Ja. Oh, ich habe eine Frage für Leute, die hier aufgewachsen sind. Habt ihr das jemals komisch gefunden? Oder wart ihr einfach nur wirklich gewöhnt daran? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Das war alles für heute. Ich hatte noch mehr Kulturschocks und vielleicht werde ich ein weiteres Video darüber machen. Aber hoffentlich habt ihr das Video gemocht und ich sehe euch nächstes Mal.